Heute möchte ich euch die Blechvarianten der Silberlinge vorstellen, die Märklin im Laufe der Jahre herausgebracht hat. Für mich ein absoluter Kultwagen, damals schon. Als Kind hatte ich ihn leider nie, konnte ihn immer nur auf fremden Anlagen bewundern und habe mir immer vorgestellt, wie diese Wagen dann bei mir auf der Bahn fahren würden. Mittlerweile sind sie auch bei mir angekommen und darum soll es in diesem Video jetzt gehen. Aber bevor es losgeht, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen Abonnenten. Mein kleiner Kanal hat die 5000 überschritten. Das ist sozusagen mein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk von euch und das habe ich euch zu verdanken, all denen, die sich meine Videos hier immer wieder antun. Und das ist natürlich eine große Motivation für mich, hier immer wieder neue Videos einzustellen. Aber damit wollen wir uns nicht lange aufhalten, sondern kommen zum Thema zurück. Die Blechsilberlinge von Märklin. Diese Nahverkehrswagen, diese sogenannten Silberlinge, wie sie ja jeder im Volksmund mehr oder weniger kennt. Ich denke, die haben so eine ganze Bahnepoche mitgeprägt. Hier mal eine Inneneinrichtung dieser Wagen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind in diesen Wagen noch mitgefahren bin, meistens in der Begleitung von Oma und Opa. Und kann mich daran erinnern an diese merkwürdigen, kunststoffbezogenen roten Sitze. Auch diese typische Form der Gepäckablagen da oben. Und ich glaube, diesen Geruch und diese Fahrten, die ich damals miterlebt habe, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und Märklin bringt dann mit der 4043 in 1963 den ersten dieser Wagen heraus. Damals in der Länge von 24 Zentimetern, die typischen Blechwagen mit einer für mich unheimlich schönen Bedruckung, eine unheimlich schöne Ausführung, auch für die damalige Zeit. Und die Original-Vorbildwagen sind dann Nahverkehrswagen der Gattung N, haben diese typischen Mitteleinstiege auf beiden Seiten und verdanken ihren Namen dann wohl dem Wagenkasten aus rostfreiem Stahl mit aufgebürstetem Perlschliff im Pfauenaugenmuster. Wurden dann im Original wohl gebaut von 1958 bis ungefähr 1980 in der Auflage von ca. 5000 Stück. Und Märklin bringt in der ersten Ausführung hier den erste und zweite Klassenwagen heraus. Der Mittelteil mit dem gelben Band am Dach für die erste Klasse gekennzeichnet und rechts und links zu den Enden hin die zweite Klasse. In 1966 bringt Märklin mit der 4042 den reinen zweite Klasse Wagen. Ansonsten entspricht die Ausführung der 4043. Und in 1968 bringt Märklin mit der 4046 den zweite Klasse Wagen mit dem Gepäckabteil und dem Führerstand auf den Markt. Und das Interessante an diesem Wagen ist, dass hier auf der Führerstandsseite die Stirnbeleuchtung, die entsprechend der Fahrtrichtung auf Dreilichtspitzensignal oder auf 2 rote Schlussleuchten automatisch umgeschaltet wird. Und das war meiner Ansicht nach damals schon was Besonderes, weil soweit ich weiß, gab es damals keinen Hersteller, der einen Wagen mit dieser Umschaltfunktion im Programm hatte. Alle 3 Wagen waren damals ohne Inneneinrichtung und 1970 spendiert Märklin ihnen dann eine Inneneinrichtung und auch neue Artikelnummern und aus der 4042 wird die 4082, aus der 4043 wird die 4083 und aus der 4046 macht Märklin die 4081. Ansonsten bleiben die Wagen exakt gleich, bekommen nur die Inneneinrichtung spendiert, auch außen. Die Zuglaufschilder mit Stuttgart-Ulm bleiben gleich, was Märklin ja sonst oft ändert, wenn sich irgendwas an den Details der Wagen ändert. Aber das bleibt alles gleich und man kann sie definitiv nur von den 40er Nummern durch die jetzt vorhandene Inneneinrichtung unterscheiden. Und in 1972 ändert Märklin dann von der ursprünglichen Beschriftung auf die sogenannte UIC-Beschriftung der Modelle. Und ich habe das hier mal im Bild. Im oberen Bild ist ein Wagen mit der ursprünglichen Beschriftung und im unteren Bild haben wir dann den Wagen ab 1972 mit der UIC-Beschriftung und dies befindet sich direkt auf der Seite unter dem schwarzen DB-Keks und so kann man die Wagen dann relativ gut unterscheiden. Und das sind dann auch meine Wagen und zwar einmal die 4082 ab 1972 mit der UIC-Beschriftung. Dann die 4083, der erste und zweite Klasse Wagen, auch die UIC-Beschriftung auf der Seite. Und dann die 4081, auch mit der UIC-Beschriftung ab 1972. Und in 1975 lässt Märklin die 4081 wegfallen und ersetzt den Wagen durch die 4077. Die Variante bleibt optisch komplett gleich, aber die Umschaltung für das Dreilichtspitzensignal auf die beiden Rückleuchten fällt hier weg.
Und das hier ist mein Wagen, die 4077, auch mit der UIC-Beschriftung dann logischerweise, die es ab 1972 auf den Wagen gibt. Und hier habe ich die beiden Wagen dann im Vergleich, oben die 4077, unten die 4081. Und man kann die Wagen überhaupt nicht unterscheiden. Es ist exakt der gleiche Wagenkasten. Man kann es von der Seite sehen. Hier im oberen bei der 4077 ist der Schleifer auf der rechten Seite angebracht. Kann man hier unter dem Wagen sehen. Das heißt auf der Seite, wo nachher auch die Beleuchtung sitzt. Und bei dem 4081er ist der Schleifer auf der linken Seite angebracht. Das kann man hier von unten dann besser erkennen. Und das sind dann auch die Besonderheit von diesem 4081er Wagen. Da haben wir den Schleifer auf der linken Seite und zum Ende hin haben wir den Umschalter unter dem Wagen angebracht. Und dessen Funktion könnt ihr jetzt hier sehen. Und zwar bin ich hingegangen, habe die beiden Wagen mal auf die Schiene gestellt. Links haben wir die 4081, rechts die 4077. Und solange wir uns im Rückwärtsgang befinden, sehen beide Wagen mit der Beleuchtung im Grunde genommen gleich aus. Aber sobald wir vorwärts fahren, könnt ihr auf der linken Seite sehen, bei der 4081 wechselt die Dreilichtspitzenbeleuchtung dann auf die beiden roten Schlusslichter. Und um das zu verdeutlichen, habe ich die Wagen dann hier mal mit der Hand geschoben. Das war jetzt einfacher, als zwei Lokomotiven parallel zu setzen. Auf der linken Seite die 4081. Im Vorwärtsgang haben wir dann das Dreilichtspitzensignal, exakt gleich der 4077. Und sobald der Wagen in die andere Richtung fährt, wechselt die 4081 links im Bild dann auf die roten Schlussleuchten. Und im rechten Wagen der 4077 bleibt die Beleuchtung gleich. Ist im Grunde genommen jetzt nur noch wie eine einfache Innenbeleuchtung. Und die Umschaltung der 4081 zeige ich euch hier. Auf der rechten Seite haben wir die Endachse und auf der sind im Grunde genommen zwei Haftreifen aufgebracht. Dadurch ist der Rollwiderstand dann sozusagen stärker und wenn wir in die eine Richtung fahren, das könnt ihr hier sehen mit dem Schraubendreher simuliert, drückt dieser Stift, der über diese Achse rauskommt, eine Art Bolzen im Wagen nach oben oder nach unten und damit wird dann im Innenraum. Und ich habe den Wagen mal hier kurz auseinandergenommen, damit man das wesentlich besser erkennen kann. Und das seht ihr dann hier, wenn der Wagen jetzt vorwärts oder rückwärts gezogen oder geschoben wird. Dieser Stift der Achse drückt also diesen Bolzen hier nach oben oder lässt ihn dann wieder nach unten fallen. Und dieser Bolzen drückt dann auf diese gebogene Metallplättchen oder Metallfeder, würde ich es mal ausdrücken. Und dieses schließt dann den Kontakt hier auf der rechten Seite jeweils nach oben und nach unten und damit bekommt dann entweder die Glühlampe für die weiße Dreilichtspitzenbeleuchtung den Strom oder die Glühlampe für die roten Schlusslichter. Und die beiden Lampen sind übrigens beide komplett klar weiß. Es wurde also hier keine rote Leuchte für die Schlussleuchte eingebaut. Und hier habe ich dann nochmal die 4077 auseinandergenommen und dann seht ihr, dass es zwar der gleiche Halter eingebaut wurde, allerdings wurde die ganze Umschaltmechanik hier einfach weggelassen. Und hier dann nochmal kurz im Schiebebetrieb die 4081 nach hinten geschoben, die Dreilichtspitzensignal geht die obere Leuchte an und nach vorne gezogen dann die untere Leuchte, die die beiden roten Rücklichter beleuchtet. Und in der 4077 ist die Fahrtrichtung dann vollkommen egal. Es leuchtet prinzipiell einfach nur die obere weiße Leuchte und leuchtet hinten alles komplett aus. Die roten Rücklichter übrigens hier bei dem 4077er habe ich den Eindruck, sind mehr oder weniger überpinselt. Am rechten bin ich mal mit dem Fingernagel dran gekommen und da ist dann die Farbe abgegangen. Das scheint also ein klarer Einsatz zu sein, der einfach rot gepinselt wurde. Und bei der 4081 habe ich den Eindruck, dass wir hier eher einen durchgefärbten Kunststoff haben. Dann habe ich mal kurz die Preislisten rausgesucht und zwar von 1974 auf der linken Seite noch die 4081, damals für 29 D-Mark und 50 Pfennige und in 1975 dann die 4077, immerhin auch nur 27 D-Mark und 50 Pfennige. Das heißt, man hat also die Mechanik zur Umschaltung weggelassen. Und immerhin hat Märklin dann hier sozusagen einen Preisnachlass gewährt und nicht wie so oft, man lässt irgendwas weg und dafür werden die Preise dann nochmal in die Höhe getrieben. Ab 1979 wird bei allen drei Modellen der Wagenkasten unten in Türkis ausgeführt. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste auch dieser DB-Keks und die Beschriftung der Wagenklasse hier oben auch in diesem Türkis ausgeführt worden sein. Und gleichzeitig werden die alten Wagen, das heißt sozusagen die schwarze Ausführung,
dann ins Brimex-Programm übernommen, auch in 1979. Und im Brimex-Programm bekommen dann die Wagen die Nummer 4015, 4016 und 4017. Und dann ist es wieder Brimex-typisch. Für diese Modelle fallen dann die Inneneinrichtungen weg und die silbernen Fensterrahmen werden dann einfach auch durchsichtig ausgeführt. Und die Märklin und auch die Brimex-Wagen werden so noch bis 1980 produziert, laufen dann aus und werden dann später durch Kunststoffvarianten ersetzt. Und dann habe ich hier noch etwas gefunden, was mich erstmal etwas irritiert hat. Und zwar auf der rechten Seite zum Ende des Wagens hin haben wir ja trotzdem unten eine Drittstufe und haben hier oben auch einen Haltegriff, haben aber hier keine Tür. Da dachte ich erst eventuell irgendwie ein Modellfehler beziehungsweise eine Variante, dass hier ein Wagenkasten genommen wurde, eventuell von einem anderen Modell, aber ich habe mir dann ein Originalfoto mal vom Vorbild rausgesucht und dann haben wir auch auf der rechten Seite die Drittstufe und diesen Haltegriff. Diente dann diese Drittstufe und dieser Haltegriff zum Rangieren? Das ist für mich ein ganz merkwürdiges Detail. Wenn da jemand mehr weiß, dann schreibt es bitte in die Kommentare, denn das ist ein Kuriosum, was ich hier nicht klären konnte. Ja, und bei mir ist es dann mittlerweile so, dass ich jetzt 2 kurze Nahverkehrszüge habe, jeweils mit dem reinen Zweite-Klasse-Wagen, dem Erste-Klasse-Wagen und einmal Endwagen 4077 und einmal die 4081. Finde sehr schade, dass bei dem Nachfolgemodell dann diese Umschaltung weggefallen ist. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ob diese Mechanik dann Probleme gemacht hat. Denn von der Funktion her finde ich das relativ ausgeklügelt und bei meinem Wagen funktioniert das auch vollkommen problemlos. Auch wenn es in der Praxis im Modellbahnbetrieb wahrscheinlich nicht allzu oft genutzt wurde, beziehungsweise dadurch, dass wir auch analog sind, ist diese Beleuchtung auch nur richtig hell zu sehen, wenn der Zug natürlich entsprechend schnell fährt, was dann meist wohl nicht mehr der Modellbahngeschwindigkeit entspricht. Und trotzdem fand ich diese Schaltung in dem Wagen was ganz Besonderes. Und damit bin ich durch mit dem kleinen Kultzug der Silberlinge. Wenn ich irgendwas vergessen habe oder es was zu ergänzen gibt, dann schreibt es mir wieder gerne in die Kommentare. Ich trage das dann wieder gerne nach. Ansonsten nochmal herzlichen Dank für die 5000 Abonnenten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr. Und bis bald.